Dieses Video beruht stark auf einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 9.08.2020, den findet ihr natürlich unten verlinkt. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und würde mich sehr über euer Feedback freuen. Und jetzt? Abfahrt! Gen. Als Gen wird meist ein Abschnitt auf der DNA bezeichnet, der Grundinformationen für die Entwicklung von Eigenschaften eines Individuums und zur Herstellung einer biologisch aktiven RNA enthält. Okay. Aber was hat das jetzt mit Microsoft zu tun und wie zur Hölle verändert Excel bitte unsere Gene? Das Unternehmen, welches Bill Gates und Paul Allen im April 1975 gründeten, kennen wir alle. Microsoft. Nach Marktkapitalisierung heute das zweitgrößte Unternehmen der Welt. Neben Windows und Xbox gehört vor allen Dingen eine Sparte zu Microsoft wie sonst keine. Die seit Jahren erschreckend überteuerte Office Suite. Ich meine im Ernst, 99 € pro Jahr für PowerPoint und Co.? Ja, ich weiß ja nicht. Naja, ein Programm, was ebenfalls dabei ist Excel. Aus Millionen Büros nicht mehr wegzudenken und wahrscheinlich auch von genauso vielen Menschen verhasst, ist es in vielen Bereichen der Wirtschaft Excel, was die Welt zusammenhält. Oder eben auch für Millionen Verluste sorgt. Okay, aber wie hängt das jetzt mit unseren Genen zusammen? Das ist gar nicht mal so schwer. In der Wissenschaft werden immer weitere Gene analysiert und spätestens seitdem vor 20 Jahren das menschliche Genom komplett entschlüsselt wurde, laufen die Forschungen auf dem Feld der Genetik weltweit auf Hochtouren. Genanalysen von verschiedensten Genen gehören also zum festen Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit. Und da, ihr ahnt es, wartet schon unser Freund Microsoft Excel. Aber wo genau ist jetzt eigentlich das Problem? Name des Gens in Tabelle rein, Ergebnisse eintragen und fertig. Richtig? Nee, nicht so ganz. Denn was da Lustiges passiert, sehen wir, wenn wir Excel einfach mal auf Englisch stellen und ein paar Genbezeichnungen eingeben. Vorab, Gene hatten früher noch lustige Namen wie Sonic Hedgehog oder Pokémon. Bis einige dieser Namen wegverklagt wurden, weil es vielleicht doch nicht so die Top-Idee ist, ein krebsförderndes Gen Pokémon zu nennen. Und so ist man weitestgehend doch wieder zu stumpfen Bezeichnungen wie zum Beispiel ZBTB7 übergegangen. Aber zurück zum Thema. Also einfach ZBTB7 in die Tabelle eingegeben und gut ist? Ja, nee. Im Fall von ZBTB7 kein Problem, aber gucken wir uns doch einfach mal das Gen mit der Bezeichnung Deleted in Esophageal Cancer 1 an. Wie würdet ihr dieses Teil abkürzen? Einfach, oder? DEC1. Und jetzt ab zu Excel. Und ja, wahrscheinlich verstehen die meisten von euch jetzt schon, worum es eigentlich geht. Eingegeben in ein englisches Excel-System wird der Ausdruck DEC1 nämlich als Datum interpretiert und daher zu 1 DEC, entsprechend 1st of December umgeschrieben. Selbiges Problem ergibt sich dann auch bei so coolen Genen wie SEPT1 oder MARCH1. Und wozu das führt, ist wohl relativ klar. So I am confusion. Denn wenn auf einmal in einem wissenschaftlichen Text die ganze Zeit von DEC1 geredet wird, aber in den angehängten Tabellen überall nur 1 DEC steht, naja, da muss man erstmal nachprüfen, was da so los ist. Schließlich macht man hoffentlich richtige Wissenschaft und kann alles belegen. Und dafür braucht man dann richtig viel Zeit und der Wissenschaft wird so einfach ein Stein in den Weg gelegt. Und wahrscheinlich stellt ihr euch jetzt auch eine Frage. Ja, sag mal, seid's eigentlich vollkommen deppert? Wie kann es denn sein, dass die Menschen, die mit hochkomplexer Wissenschaft kein Problem haben, offensichtlich ihre Grenzen finden, wenn es mit Excel um einen besseren Taschenrechner geht? Nichts gegen dich, Excel. Ich hab dich lieb, aber naja, am Ende bist du ein besserer Taschenrechner. Aber auch das ist wieder relativ einfach. Tatsächlich gibt es in Excel einfach keine Option, die automatische Umformatierung zu verhindern. Man kann zwar manuell die Interpretationsweise auf Text umstellen, aber spätestens, wenn es um Datenbanken mit tausenden Einträgen geht, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass die guten Damen und Herren Forscher dann doch Besseres zu tun haben, als stundenlang zu kontrollieren, dass auch ja jeder Name richtig formatiert wurde. Und ja, die Folgen daraus sind offensichtlich. Schon 2004 warnte ein Fachartikel zur Bioinformatik, dass sich Excel-Nutzer dieses Problems bewusst sein sollten, da selbst sorgfältig gepflegte Datenbanken kontaminiert seien. 2016 führte zudem eine Untersuchung von über 35.000 Excel-Tabellen, welche aus rund 3.600 wissenschaftlichen Veröffentlichungen hervorging, zum Ergebnis, dass rund 20% der Tabellen Formatierungsfehler enthielten, bei denen aus Namen Daten gemacht wurden und so die wissenschaftliche Arbeit deutlich verlangsamten. Kommen wir also endlich zur Lösung. Und die ist ebenso simpel wie genial. Denn statt jetzt darauf zu warten, dass Microsoft irgendwas mal an Excel ändert, ich meine, gut, das hätten sie jetzt in den 16 Jahren seit 2004 eigentlich schon mal versuchen können, aber hey,
Naja, stattdessen hat sich das Gene Nomenclature Committee der Human Genome Organization, was im Übrigen abgekürzt HUGO heißt, und nein, HUGO ist laut Excel kein Datum, ich hab's ausprobiert. Stattdessen hat man sich dazu entschlossen, Gene ab sofort umbenennen zu dürfen, falls die bisherigen Bezeichnungen, Zitat, den Umgang und Abruf von Daten beeinflussen. Und um euer unnützes Wissen für heute nochmal auf ein absolutes Maximum zu bringen, hier nochmal alle Gene, von denen ich gerade geredet habe, mit ihrer Wortbedeutung, ihrer Abkürzung und ihrer neuen Abkürzung. Und eins ist letztlich auf jeden Fall klar. Für Wissenschaftler, die tagtäglich mit großen Datensätzen zu tun haben, wird das Leben jetzt um einiges leichter. So schreibt die Biologin Mudra Hedge beispielsweise von unzähligen Stunden, die für das Bereinigen der Tabellen draufgegangen wären. Aber was lernen wir jetzt daraus? Naja, erstens, Microsoft kann sehr wohl unsere Gene verändern. Gut, wenn vielleicht auch nur die Namen. Also könnt ihr eure dummen Verschwörungstheorien mit Chips und 5G direkt wieder einpacken. Ganz ehrlich, versucht euch doch wenigstens an die Fakten zu halten und lest mal vernünftige wissenschaftliche Arbeiten. Leute, es ist nicht so schwer. Verschwörungstheorien sind dumm. Danke. Und zweitens, niemand ist vor Fehlern sicher. Noch nicht einmal, wenn man so schlau ist, dass man Genforscher geworden ist. Denn selbst wenn du Genforscher bist, heißt das ganz offensichtlich nicht, dass du zwingend das Wissen oder eben die Zeit hast, deinen Computer richtig zu bedienen. Und drittens natürlich, Excel. Excel ist die Allmacht und Excel ist überall. Und hat Excel ein Problem mit dir, naja, dann solltest du dich einfach anpassen. Aber nee, mal ganz im Ernst. Ich finde es einfach immer wieder beeindruckend, wie selbst bei solch komplexen Themen ganz irdische Gründe, wie zum Beispiel eben einfach eine fehlende Funktion in einem Tabellenkalkulationsprogramm, dazu führen können, dass ganze Gene einfach mal so umbenannt werden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie gerade indirekt dabei sind, Gene zu benennen. Das hätte sich sicherlich auch keiner der Excel-Entwickler jemals denken können. In diesem Sinne, achtet auf eure Tabellen und Daten, kauft euch Microsoft Excel, ist natürlich unten verlinkt. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr Videos wie diese hier sehen wollt, denn in Zukunft werden hier mehr coole Videos zu Technik- und Wissenschaftsthemen kommen, wie dieses hier. Lasst mir also auf jeden Fall Feedback da und ansonsten schreibt mir einen Kommentar, teilt dieses Video mit allen, denen es vielleicht gefallen könnte. Guckt noch meine anderen Videos und sonst kann ich nur noch sagen, habt einen wunderschönen Tag, nehmt das Leben nicht so ernst und bis dahin, macht es gut. Ciao.